Stellen Sie sich ein Produkt vor, das so mächtig ist, dass es Profit generiert, ohne etwas Greifbares zu produzieren, und von dem die meisten Menschen nicht einmal merken, dass sie es tagtäglich kaufen. Dieses Produkt sind unleugbar Schulden. Weit davon entfernt, ein neutrales Finanzinstrument zu sein, haben sich Schulden zum profitabelsten und vorteilhaftesten Handelsgut der Menschheitsgeschichte entwickelt. Sie haben Kriege finanziert, Imperien zerstört, Nationen versklavt und heimlich den Reichtum einfacher Leute geplündert. Doch fragt man die meisten Menschen, woher Schulden kommen, wer sie konzipiert hat und warum sie unser Finanzsystem dominieren, werden sie es nicht beantworten können. Die Geschichte der Schulden ist nicht nur eine Finanzgeschichte, sie ist auch eine Geschichte von Geld und Macht. Schulden sind, in ihrer einfachsten Form, ein Versprechen. Man leiht sich heute Geld und verpflichtet sich, es morgen zurückzuzahlen. Doch dieses Versprechen verschleiert die Realität finanzieller Kontrolle. Zinsen führen zu zukünftigem Gewinn. Seit Jahrtausenden tun sich Gesellschaften mit dieser Vorstellung schwer. Die alten Mesopotamier hielten Schulden auf Tontafeln fest, strichen sie aber auch regelmäßig während der Schuldenerlasse, weil die Herrscher wussten, dass das System zusammenbrechen würde, wenn sich zu viele Bürger in ihren Verpflichtungen verstrickten. Die hebräische Bibel schreibt einen Schuldenerlass alle 50 Jahre vor. Die Idee war einfach. Schulden waren gefährlich und konnten ganze Gesellschaften versklaven, wenn man sie nicht in den Griff bekam. Doch ein Blick in die Jahrhunderte zeigt, dass die Reichen nicht lernten, Schulden zu tilgen, sondern sie als Waffe einzusetzen. Im mittelalterlichen Europa verbot die katholische Kirche Wucher, die Erhebung überhöhter Zinsen offiziell, doch Kaufleute und Bankiers fanden Wege, dies zu umgehen. Sie tarnten Schulden als Handelsverträge oder schufen komplexe Kreditinstrumente, die alles andere als Krediten ähnelten. Während der Renaissance errichteten mächtige Bankiersfamilien, wie die Medici-Familie in Florenz, Imperien, die nicht auf Land oder Armeen, sondern auf Krediten basierten. Sie finanzierten Könige. Von Päpsten und Kaufleuten gekauft und nicht nur mit Geld, sondern auch durch politische Spaltung erreicht. Schulden sind nicht mehr nur ein Wirtschaftsprodukt, sie sind zu einer Machtwaffe geworden. Der eigentliche Wandel kam mit dem Anstieg der Staatsverschuldung im 7. Jahrhundert. Während eines Kriegsmonats mit Spanien beschaffte die Niederländische Republik Geld durch den Verkauf ihres eigenen Fondsportfolios. Anleger konnten Staatsanleihen erwerben, Zinsen erhalten und diese wie Waren handeln. Plötzlich waren sie nicht mehr auf das Gold oder Silber in der Staatskasse eines Königreichs beschränkt. Durch deren Verkauf konnte die Zukunft unbegrenzt finanziert werden. Die Niederländer hatten dieses Modell perfektioniert und England ahmte es bald nach. Die Gründung der Bank of England im Jahr 1694 formalisierte die nationale Existenz der Institution als dauerhafte Einrichtung. Statt Kredite von einzelnen Kreditgebern aufzunehmen, lieh sich der Staat Geld von einer Zentralbank, deren Ausgaben durch diese Kredite und Banknoten finanziert wurden. Sich Zeit für sich selbst zu nehmen, ist wichtig, und man kann sich das gut überlegen. Ein Bankkonto wurde unverzichtbar. Schulden waren von privaten Verträgen zur Grundlage staatlicher Macht geworden. Die Erträge waren enorm. In der Finanzwelt war die Kreditvergabe an Regierungen die sicherste Option, da diese Steuern erhöhen konnten, um ihre Gläubiger auszuzahlen. Kriege, die einst Könige in den Bankrott trieben, konnten nun unbegrenzt finanziert werden. Die Expansion von Imperien liefert die nötigen Informationen. Es war ein perfekter Teufelskreis. Je mehr Länder kämpften, desto mehr Kredite nahmen sie auf. Nicht wünschenswert, aber auch nicht verwerflich. Im 8. und 4. Jahrhundert waren die Kreditmärkte in London, Paris und Amsterdam das Herzstück der globalen Finanzwelt. Armeen marschierten, Schiffe fuhren, Kolonien wurden erobert, alles mit geliehenem Geld. Aber es betraf nicht nur Nationen. Mit der Ausbreitung des industriellen Kapitalismus gerieten auch die einfachen Leute in diesen Kreislauf. Eisenbahnen, Fabriken und Infrastrukturprojekte wurden auf Kredit gebaut, finanziert durch Anleihen und Bankkredite. Arbeiter verdienten ihren Lohn in kreditfinanzierten Unternehmen und liehen sich dann selbst Geld, um Versicherungen, Geräte und schließlich Konsumgüter zu kaufen. Schulden durchdrangen jeden Aspekt des Wirtschaftslebens.
Im 20. Jahrhundert waren Schulden nicht mehr nur ein Werkzeug von Regierungen oder Wohlhabenden. Sie waren zu einer alltäglichen Ware geworden, die an jedermann verkauft wurde. Hypotheken, Autokredite, Kreditkarten, Studienkredite. Die gesamte Architektur des modernen Lebens war darauf ausgelegt, Kredite als alltäglich zu etablieren. Darin liegt der verborgene Genius oder die verborgene Grausamkeit des Ganzen. Schulden generieren nicht nur einmal Gewinne. Jede Zinszahlung ist ein Vermögenstransfer vom Schuldner zum Gläubiger, von der Mehrheit zur Minderheit, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Anders als ein Produkt, das man einmal kauft und nutzt, sind Schulden dauerhaft und fangen einen in einem Zahlungskreislauf gefangen, der nie wirklich endet. Ein Haus mit einer 30-jährigen Hypothek kostet das 2- bis 3-fache des Listenpreises. Eine monatlich verlängerte Kreditkartenabrechnung kann schneller wachsen als ihre Zahlungsfähigkeit. Was als Versprechen begann, wird zur Falle. Schulden sind also nicht nur eine finanzielle Vereinbarung. Sie sind das erfolgreichste Geschäftsmodell der Geschichte. Sie benötigen keine Fabriken, Lagerbestände oder Rohstoffe. Mitte des 20. Jahrhunderts war die Verschuldung kein bloßes Instrument der Nothilfe mehr, sondern zum Dreh- und Angelpunkt des globalen Finanzsystems geworden. Die Bretton-Woods-Abkommen von 1944, die als neue Ära der internationalen Zusammenarbeit angekündigt wurden, institutionalisierten diese Realität. Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank wurden gegründet, um Krisenländern und Entwicklungsländern Kredite zu gewähren. Doch hinter dieser arroganten Rhetorik verbarg sich ein einfacher Mechanismus: Schulden als Disziplin. Länder konnten Kredite aufnehmen, allerdings nur zu den von ihren Gläubigern festgelegten Bedingungen. Der von den USA und Europa dominierte IWF begann seine Kredite an Bedingungen der Strukturanpassung zu knüpfen. Allen Volkswirtschaften wurde mitgeteilt, was gekürzt, was privatisiert und wie ihre Haushalte umstrukturiert werden sollten. Schulden wurden nicht nur profitabel, sondern auch zu einem politischen Instrument. Die Souveränität überschuldeter Länder war bedroht. Ihre Politik wurde nicht in ihren eigenen Hauptstädten, sondern in Washington oder Basel umgeschrieben. Die Rhetorik drehte sich um Stabilität und Wachstum. Die Realität war Abhängigkeit. Gleichzeitig vollzog sich im Alltag der einfachen Leute eine stillere Revolution. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg entdeckten Banken einen Weg, Schulden direkt an Haushalte zu verkaufen, nicht nur an Regierungen und Unternehmen. Hypotheken wurden zum wertvollsten Besitz der Mittelschicht. Wohneigentum, einst der Elite, vorbehalten, war plötzlich für Millionen verfügbar, allerdings nur gegen einen Vertrag, der Familien an 30-jährige Ratenzahlungen fesselte. Autokredite, Möbelraten und schließlich Kreditkarten machten Schulden zu einem beliebten Konsumprodukt wie jedem anderen. Der psychologische Wandel war unglaublich. Schulden sind nicht länger beschämend oder ungewöhnlich. Sie sind zum normalen Weg geworden, um Wohlstand zu erreichen. Jetzt kaufen, später bezahlen. Genießen Sie das Leben heute und überlassen Sie die Zukunft sich selbst. For banks, this was a boon. The interest earned by millions of households generated compounding and exponentially increasing profits. For governments, it created endless growth fuel, as demand for toilets could be fueled by credit even when wages stagnated. For corporations, it didn't provide a customer attendance at a meeting who could be persuaded to spend the amount of money they already had. Debt became the hidden pool of modern capitalism. And unlike selling physical goods, selling on credit was infinitely scalable. You didn't need to dig a mine or build a factory. It was that simple. You just needed signatures, contracts, and the authority to create from promises. The danger, of course, was that the entire system became dependent on its content. Banks didn't want their debts to be paid off quickly, but rather to be rolled over, refinanced, and extended. The longer people held on to debt, the more profitable they became. Governments, in turn, became more readily available by increasing taxes on borrowing. Politicians could promise benefits today and pass the costs on to future generations. And central banks, with their money-creating power,
made all of this possible by ensuring there was always enough liquidity to keep the wheels turning. Schulden waren keine vorübergehende Überbrückung mehr. Sie bildeten die dauerhafte Architektur des Finanzsystems. In den 1970er und 1980er Jahren waren die Folgen dieser Abhängigkeit nicht zu übersehen. Entwicklungsländer in Lateinamerika, Afrika und Asien hatten sich während der Boomjahre hoch verschuldet, ermutigt von westlichen Banken, die nach den Ölkrisen ihre Petrodollars recyceln wollten. Als die Zinsen während der Präsidentschaft von US-Notenbankchef Paul Volcker stark anstiegen, waren diese Länder plötzlich nicht mehr in der Lage, ihre Schulden zurückzuzahlen. Die Schuldenkrise brach 1982 aus, als Mexiko erklärte, seine Schulden nicht zurückzahlen zu können. Die Lösung? Mehr Kredite unter härteren Bedingungen, orchestriert von IWF und Weltbank. Schulden wurden zur Falle. Man lieh sich Geld, um zu überleben, und dann wieder, um es zurückzuzahlen, und verlor mit jedem Zyklus mehr Kontrolle über die eigene Wirtschaft. Diesem Kreislauf konnte man nicht entkommen. Normale Bürger sahen sich mit Sparmaßnahmen, Inflation und Arbeitslosigkeit konfrontiert. Die Reichen und ihre Gläubiger kassierten Zinsen. In der entwickelten Welt entdeckte die Wirtschaft unterdessen neue Wege, Schulden zu bündeln und zu verkaufen. Hypotheken, Autokredite und Unternehmensanleihen wurden in weltweit handelbare Wertpapiere umgewandelt. Schulden waren nicht länger nur ein Vertrag zwischen Kreditnehmern und Kreditgebern. Sie waren ein eigenständiges Ereignis, das in Einzelteile zerlegt und an Investoren weltweit verkauft wurde. An der Wall Street drehte es sich weniger um die Produktion von Gütern, als vielmehr um die Entwicklung von Schuldtiteln. Dieser Prozess, die sogenannte Finanzialisierung, machte Kredite zum wichtigsten Rohstoff der Moderne. Die Gewinne waren atemberaubend. Ein Bankkredit konnte geschlossen verkauft und auf den nächsten übertragen werden, wobei die verbleibende Provision kassiert wurde. Das Risiko wurde vermeintlich verteilt, aber es wurde lediglich verschleiert, und die im nächsten Schritt auftretenden Probleme wurden gelöst. Die Finanzrenditen des Jahres 2008 waren das Ergebnis. Amerikanische Eigenheimbesitzer häuften hypothekenbesicherte Wertpapiere an und handelten mit Produkten, die versprachen, niemals massenhaft in Verzug zu geraten. Schulden gehören der Vergangenheit an, und als sie zusammenbrachen, wurde das gesamte globale Finanzsystem erschüttert. Die Regierungen übernahmen die Macht, nicht um die Händler mit faulen Krediten zu bestrafen, sondern um sie zu retten. Damit bewies sie einmal mehr, dass das System auf Teile und Dienstleistungen ausgelegt war. Sie verloren ihre Häuser, ihre Ersparnisse. Banken erhielten Rettungspakete. Und nachdem sich der Staub gelegt hatte, ging die Kreditaufnahme zurück. Schuldeninduzierte Krisen wurden dank der Intervention der Zentralbanken und der extrem niedrigen Zinsen zum Vorwand für weitere Schulden. Schulden waren nicht mehr nur profitabel. Sie waren ein unverzichtbares Gut. Sie waren mit jedem Aspekt der Weltwirtschaft verknüpft. Regierungen finanzierten Defizite, Unternehmen Aktienrückkäufe und Haushalte hielten ihren Lebensstandard. Ohne ständige Kreditaufnahme würde das System zusammenbrechen. Schulden waren zum Produkt geworden, das alles zusammenhielt, endlos verkäuflich, übertragbar und inflationär. Es war ein brillantes Geschäft, denn es erforderte weder Innovation noch materiellen Einsatz. Es brauchte lediglich das Vertrauen der Schuldner und den Schutz des Staates. Im Jahr 2008 haben wir festgestellt, dass die Bank kein Geld für ein neues Konto hat und dass das Unternehmen in der Lage ist, das Geld zu verdienen. Aber was es tatsächlich bewirkte, war, die Abhängigkeit noch weiter zu verstärken. Easy Credit, Höhe, Höhe und Höhe. Die Kreditkarte für diese Kreditkarten ist häufiger anzutreffen. Die Zahlen sind erschreckend. Die globale Verschuldung übersteigt mittlerweile 300 Billionen $, mehr als das Dreifache der jährlichen Wirtschaftsleistung der Welt. Never before has humanity owed so much to so few people. The irony is that this pronouncement is celebrated as growth. Politicians point to rising GDP, even though they know much of it is borrowed from the future. Debt has been simplified to such an extent that we hardly question it anymore. A 20-year-old person holds thousands of student loans.
and these loans are sold as an investment in the future. A couple signs a 30-year mortgage, and it's marketed as a dream come true. Governments run deficits year after year, and voters barely notice because the results are so fleeting. Inflation is the hidden tax that makes repayment possible. It maintains the nominal strength of the debt system while diminishing the value of money in people's pockets. What appears to be prosperity is often leverage upon leverage. Yet its profitability has never been higher. Banks earn interest on loans, but they also create products around debt payments, refunding, collection, recalculation, an entire industry. Investors make fortunes by distributing government debt, relying on the creditworthiness of entire nations. Debt is not just a financial product, it's an open market where promises are priced, traded and exploited. Wenn das System in Betrieb ist, müssen Sie es sofort bedienen. Ihr fais öde messi, borçlu dan alakluja bir transfer dir. Mit der Zeit mussten sie ihr Kredit- und Bankkonto aufgeben und eine Bank bezahlen, bevor sie eine Kreditvergabe tätigen. Obwohl dies nicht der Fall ist, müssen sie feststellen, dass sie die Möglichkeit haben, die gewünschte Leistung zu erzielen. Bitte beachten Sie, dass die Geräte nicht mehr benötigt werden, um die gewünschte Leistung zu erzielen. Es ist nicht klar, ob dies der Fall ist, aber es ist nicht möglich, das Problem zu lösen. Nun, das Finanzsystem ist nicht mehr in der Lage, das Unternehmen zu finanzieren, aber es ist nicht möglich, es zu tun. Schulden bereichern und belasten Gläubiger. Und die Uhren derjenigen, die die Finanzanlagen der Welt kontrollieren, werden umgestellt. Und der grausamste Trick besteht darin, dass uns beigebracht wird, dies zu feiern, weiterzumachen und die Schulden mit dem Wohlstand zu erhöhen. Wenn ich Ihnen eine neue Perspektive eröffnet habe, abonnieren Sie mich.